Ja, ich heiße Tillmann, 39 Jahre alt, komme aus Hannover und würde euch heute gerne mal was über meinen RS 4B5 erzählen. Der Audi RS 4B5 wurde 2000 und 2001 gebaut, am Ende der Baureihe vom B5. Da haben sie nochmal die Karossen genommen und die schönen breiten Kotflügel rangebaut. Das Auto hat Serie, ein 2.7er Biturbo, 380 PS, 440 Newtonmeter, glaube ich. War tatsächlich von der Anzahl der Fahrzeuge limitiert, es gab nicht so viele. Es wurden natürlich über die Zeit auch immer weniger und damals schon ein sehr exklusives Fahrzeug, sauschnell, einer der schnellsten damals. Für mich von Anfang an ein Traumauto gewesen. Ich habe mir das Auto gekauft 2009 aus der Schweiz, gebrauchten Zustand, relativ wenig Kilometer und habe dann 50 Kilometer gebraucht, um für mich zu entscheiden, das Auto bleibt nicht Serie und habe es dann halt umgebaut. Dadurch, dass ich vorher schon S4 BIM5 hatte, also den kleineren Bruder, und auch den schon groß umgebaut habe mit Felgen, Fahrwerk und Abgasanlage und so, konnte ich natürlich die ganzen Bauteile übernehmen und habe die dann auch nach 50 Kilometer direkt dran gebaut und war dann schon sehr zufrieden. Und mit der Zeit baut man halt immer mehr. Ich habe das nicht alles in einem Rutsch gemacht, sondern halt immer nach und nach. Dann den Motor ausgebaut, dickere Kopfdichtung eingebaut. Bin von den 380 PS dann auf ungefähr 500 gekommen. Das hat mir dann damals im ersten Step gereicht, dann Ladeluftkühler eingebaut, andere Druckrohre, die Vorderachse hat eine Keramikbremse gekriegt, die alte Bremse vom Phil, von der Limo, die hat er mir damals verkauft und so kam das halt nach und nach, dann die Carbonteile, im Innenraum ein paar Sachen, alles was halt so über die Zeit, was man sich so in den Kopf setzt, das Auto selber zu veredeln, so dass es halt mir persönlich gefällt. Aktuell sind verbaut, also ich habe mehrere Felgensätze gehabt in der ganzen Zeit. Angefangen von 19 Zoll Sportec über RS6C6 Felgen, die Le Mans, dann nochmal RS4B8 Felgen und ich bin tatsächlich hängen geblieben bei der Le Mans. Das ist für mich so die Ultra-Felge, die schönste Felge, die auf dieses Auto meiner Meinung nach perfekt passt. Ist eine 9,5x20 ET36 umgeschüsselt, Stern nach außen. Der Felgenstern ist Anthrazit lackiert, das Bett ist gebürstet und versiegelt und das fahre ich jetzt schon seit mehreren Jahren und für mich auch die Felge für das Auto. Also so wie er quasi jetzt aktuell ist, gibt es wenig, was ich noch ändern möchte. Ja, Leistung ist natürlich auch dazu gekommen. Am Anfang, die Umbauten habe ich immer selber gemacht. Die Software habe ich damals machen lassen, auch zum Beispiel vom Erdal. Das Top-Mann auf dem Gebiet und irgendwann habe ich mich mit der ganzen Materie selber auseinandergesetzt, also nicht nur mit der Hardware, sondern auch mit der Software und habe mir reingeguckt. Das ist natürlich schon sehr schwierig. Keiner sagt einem, wie das funktioniert. Da muss man viel Zeit und investieren und viel probieren und testen und ich habe dann doch jemanden kennengelernt, der mir so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat und mir viel beigebracht hat und wo ich auch die richtigen Fragen stellen konnte und auch die Antworten dazu gekriegt habe. Und jetzt mittlerweile hat das Auto 620 PS
700 Newtonmeter ungefähr. Und die restlichen 100 PS habe ich halt noch rauszaubern können über die Software. Ist mit Grund nicht mehr Drehmoment programmiert, weil ich noch einen kompletten Serienblock habe. Das heißt, der Block ist Serie, ist nur eine Verdichtungsreduzierung, um die Kompression zu verringern, beziehungsweise die Verdichtung. Große Lader, große Düsen, Ladeluftkühler, Abgasanlage, Downpipes, das, was man so macht. Ich denke, das kennen alle. B5 ist ja auch ein bekanntes Auto mittlerweile, gibt es eine große Szene. Und er ist halt sehr stabil. Ich fahre schon seit 50.000 Kilometern damit, habe keine Probleme. Aktuell wird er wenig bewegt, bis gar nicht. Liegt auch daran, dass es ja, mein Traumauto ist und ich den natürlich auch versuche irgendwie zu schonen. Letztes Jahr gab es keine Veranstaltung, wo man hinfahren konnte. Und ich hole den halt eigentlich nur raus, wenn ich mal Bock drauf habe und mal eine Runde fahren will. Das ist so wirklich mein Sonntagsnachmittags-Spaßauto. Ja, es ist ein H&R Monotube verbaut, kein besonderes, kein Deep oder irgendwas in die Richtung. Reicht für mich vollkommen aus. Ich bin auch schon mal auf der Rennstrecke gefahren, auch auf der Nordschleife. Sicherlich gibt es bessere Fahrwerke oder die technisch auch anspruchsvoller sind, aber für das, was ich damit vorhabe, reicht das vollkommen aus. Und ich bin damit zufrieden und es fährt gut und ich müsste es vielleicht mal revidieren lassen, aber ansonsten ist das vollkommen ausreichend. Von der Höhe auch alles so, wie ich es haben möchte. Man kann es sicherlich noch tiefer schrauben, aber es ist heutzutage auch schwierig, dann irgendwo noch lang fahren zu können. Und ich würde ungern immer so viel Rücksicht nehmen. Und manchmal will man doch mal ballern und wenn man da irgendwo eine Kante drin hat, dann macht man sich gleich irgendwas am Unterboden kaputt. So tief muss ich alles nicht mehr haben. Mir reicht das so aus. Ja, mit 18 Führerschein gemacht, so wie wahrscheinlich alle anderen Autoenthusiasten auch. Habe mit dem Golf 2 GT Special angefangen, also schon von Anfang an VW-affin gewesen und für mich war Audi immer so der große Bruder zu VW und immer so ein Traumauto, egal was es war. Warum der RS4 B5? Während der Schule bzw. des Studiums, als ich angefangen habe zu studieren, gab es von Digitec dieses Auto rot mit schönem Schriftzug an der Seite, Chromolux-Folie drauf. Und davon gab es ein Poster. Dann habe ich auf der Essener Motorshow dieses Poster gesehen und habe das mitgenommen und dann habe ich das immer über meinen Schreibtisch gehängt und habe gesagt, das ist mein Traumauto, das will ich irgendwann mal haben. Und dann ist es tatsächlich nach 10 Jahren dann, also 2009 oder noch 9 Jahren, ist dazu gekommen, dass ich mir einen kaufen konnte. Und Audi ist für mich schon immer, nicht unbedingt Mittelpunkt, aber es war für mich immer schon eine Marke, die mich sehr interessiert hat. Meine Frau hat mich so kennengelernt, wie ich bin. Sie macht aber auch bei der ganzen Geschichte mit. Das heißt, sie akzeptiert das und sie hat auch selber Spaß daran. Da gibt es auch eine schöne Geschichte. Wir sind mal zum Wörthersee gefahren, hochschwanger, also meine Frau schwanger oder wir waren gemeinsam schwanger und quasi noch so einen letzten Urlaub vor der Geburt. Und das war zum Wörthersee-Treffen, also das Vortreffen. Und dann waren wir schön in der Kolonne unterwegs und da war ein Lamborghini dabei, RS4 B7, alle nur so eine Ballerdinger und vorne war die Polizei und dann sind wir so aufgelaufen auf die Polizei und angehalten worden und dann kontrolliert worden. Und ich habe blöderweise natürlich meine Papiere nicht mitgehabt mit der ganzen Eintragung. Und dann hatten wir so eine kleine Diskussion und meine Frau hat die ganze Situation dann gerettet, die gesagt hat, es ist jetzt unser letzter Urlaub, hochschwanger und lassen uns doch fahren. Und eigentlich wollten sie uns stilllegen und die Polizisten waren aber sehr, sehr nett. Also war echt eine positive Erfahrung und haben uns dann fahren lassen und das war eine schöne Geschichte. Ja, was das Auto besonders auszeichnet, ist einmal ein RS4, das ist klar. Nein, im Endeffekt habe ich alles selber gemacht. Also tatsächlich die Hardware, alles selber umgebaut.
Die Software mittlerweile auch selber gemacht. Das heißt, ist natürlich auch in gewisser Weise ein Aushängeschild für mich, für mein Gewerbe. Das Gewerbe ist ja daraus entstanden, auch aus dieser Leidenschaft und aus diesem Hobby. Und ich bin eigentlich dahingehend stolz, dass das alles so hält, wie ich mir das überlegt habe. Dass ich da keine Probleme habe, das Auto schon sehr lange fährt. Wenn ich damit fahre, dann lasse ich es auch krachen, also dann fahre ich auch flott. Aber es ist alles so, dass es halt alles funktioniert und alles hält. Das heißt, das Gesamtkonzept funktioniert halt gut. Auch mit der Bremse und dem Fahrwerk ist es alles so aufeinander abgestimmt. Und viele sagen immer, wenn ich die Reifen-Felgen-Kombination zeige oder sage, da sind 245er auf einer 9,5 Zoll Felge, das fährt nicht. Damit kann man keine Rennstrecke fahren. Und auch das, Contidrom, Sportwagentraining, kein Problem gewesen. Nordschleife hat ja bestimmt schon 15, 20 Runden gesehen. Ist aber auch alles schon ein bisschen her und das hat alles ohne Probleme so funktioniert. Das ist halt einfach das Reinsetzen, losfahren, Spaß haben, wegstellen und keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Und das kann ich natürlich dann halt auch für meine Kunden übernehmen. Ne? Die Jungs wissen, dass ich so ein Auto habe und die kommen dann auch deshalb zu mir, weil die wissen, dass ich damit umgehen kann und auch weiß, was ich da tue. Na, ja, also klar möchte ich mich bei einigen bedanken, natürlich bei meiner Frau, die auch Teil meines Gewerbes und der Story ist und die mich auch immer unterstützt hast und auch mittlerweile im Unternehmen mit drin ist und auch quasi ans Telefon geht, wenn ich mal nicht kann. Und wer hat alles bei dem Auto mitgeholfen? Das war eine ganze Menge. Also klar, alle die Lieferanten, die Teile gebracht haben, also den Wagner Top-Ladeluftkühler, der API aus Ungarn hat mir die Carbon-Teile gemacht, den Chromwheel, den Jakob, der hat mir die Felgen aufbereitet, der ist mein Felgenmann, wenn es um die Felgen geht. Phil natürlich hat auch tatkräftig unterstützt bei dem Auto und kennt das Auto auch schon von Anfang an. Es gibt so viele und eigentlich würde ich gerne alle grüßen, die ich kenne. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich runterschreiben. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder wenn ihr irgendwas anders machen würdet, könnt ihr das auch unterschreiben. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr da wart und dass ihr das Video gemacht habt. Das ist für mich sehr aufregend und mal was anderes. Ich bin eigentlich nicht so der Videomensch, aber ich bin mal gespannt, wie euch das gefallen hat. Und abonniert den Kanal. Ciao.